Herzlich willkommen zu Nähen ganz einfach. Schon lange habe ich euch versprochen, einen Schnitt zu erstellen, euch es zu zeigen, genau wie ihr vorzugehen habt, um für ein Herrenhemd den richtigen Schnitt zu machen. Ich werde euch dies in 3 Folgen zeigen. Der erste Teil beinhaltet den Rücken, das Vorderteil, den Ärmel und die Manschette zu zeichnen nach euren Maßen natürlich. Der zweite Teil wird sich damit befassen, welche Möglichkeiten ihr habt, die vordere Blende, die Kante, also die vordere Mitte zu bearbeiten. Und last but not least, das dritte Video, in dem zeige ich euch verschiedene Kragenvariationen, die ihr für dieses Hemd machen könnt. Also macht euch auf viel Arbeit gefasst, bereitet euch vor, nehmt euch alles bei, was ihr dazu braucht, diesen Schnitt auch zu zeichnen, und dann kann es losgehen. Okay. Packen wir es an. Das Wichtigste zu Beginn ist es, die richtigen Maße zu nehmen. Denn davon hängt im Endeffekt die Passform eines jeden Schnittes ab. Je besser ihr gemessen habt, umso besser wird euer Schnitt werden und aufgrund dessen auch das Kleidungsstück, das ihr fertigt werdet. Ich habe nun hier die Maße angegeben, mit denen ich den Schnitt zeichnen werde. Ihr müsst das bitte mit euren Maßen komplett austauschen. Das heißt, die Grundmaße, die ihr alle messt am Körper, ich werde auch genau diese Liste, so wie ihr sie hier seht, in die Infobox stellen, sodass ihr euch die rauskopieren könnt und dann, wie gesagt, alle Maße mit euren austauscht und dann natürlich auch die Formeln, die ihr unbedingt benötigt, die ihr errechnen müsst, aus euren Maßen heraus berechnen. Also ich werde das jetzt während des Videos nicht nochmal wiederholen, dass das mein Maß ist, das ich hier nehme, denn ihr müsst zum Beispiel dann für die Rückenhöhe 1/16 des Körpermaßes, also die Körpergröße nehmen, plus 1/8 eurer Oberweite plus 1,5 cm und dann erhaltet ihr die von dieser Formel errechneten Zahl, die ihr verwenden müsst. Und so müsst ihr bei allen diesen Teilen dann durchgehen. Das sind alles festgelegte Formeln für diesen Herrenhemdschnitt. Die Formeln sind anders, wenn ich eine Jacke oder einen Mantel mache. Deshalb zur Betonung nochmal, diese Formeln hier sind für den Hemdschnitt. Das Einzige, was jetzt jemand noch sagt, ich trage sowieso zum Beispiel Herrenhemden, jetzt irgendeine Dame, dann könnt ihr natürlich auch mit euren Maßen einen Hemdschnitt erstellen, der auch von Frauen getragen werden kann. Das ist jetzt keine Frage. Es sind natürlich jetzt keine Brustabnäher drin. Wir haben nur einen Taillenabnäher in diesem Hemd mit drin. Also berechnet bitte alles ganz genau. Holt euch euer Zeichenpapier bei, einen Bleistift, einen Radiergummi und natürlich die entsprechenden Lineale, die ihr benötigt. Und dann fangen wir an. Ich persönlich werde das in dem Maßstab 1:2 machen, weil das besser ist für euch, das dann zu sehen. Ansonsten ist die Kamera ganz einfach zu weit weg, um das genau zu verfolgen. Wenn ihr nun beginnt, solltet ihr alle errechneten Maße immer direkt neben euch liegen haben, um auch ständig nachzumessen, um alles gut nachvollziehen zu können. Und wir beginnen mit einem Gerüst voller Hilfslinien. So nennen wir sie jetzt ganz einfach, denn es sind einfach nur Linien, auf denen wir den Schnitt zeichnen werden. Zeichnet nun eine lange Gerade und einen ersten rechten Winkel, um damit eine Schulterhilfslinie zu erzeugen. Auf dem nun lang gezeichneten hinteren Mittebruch, nämlich genau das haben wir damit hier gezeichnet, messt ihr nun ab diesem oberen Punkt die errechnete Rückenhöhe und wiederum zeichnet einen rechten Winkel von eurer hinteren Mitte. Wieder von diesem oberen Punkt messt ihr nun eure Rückenlänge, nämlich ab hier bis dahin, und wieder zeichnet ihr einen rechten Winkel. Ab diesem Rückenlängenpunkt nun nehmt ihr eure errechnete Hüfttiefe, macht euch eine Markierung auf der Bruchlinie und nochmal nach unten stellt ihr 5 cm an Länge an und bei diesem 5 cm Punkt zeichnet ihr euch eine Linie wieder im rechten Winkel nach drüben. Das ist bereits unsere ganzen Hilfslinie, die wir jetzt benötigen, um weiterzumachen. Auf der Rückenhöhe messt ihr nun 1/4 eurer Oberweite plus der 2 cm
markiert auf dieser oberweiten Hilfslinie einen Punkt und zieht euch im rechten Winkel nach unten eine Linie. Ich lege das hier im rechten Winkel an. Gerne könnt ihr dann da auch nochmal messen, ob ihr auch wirklich im rechten Winkel seid. Kontrolle ist da immer gut und immer besser. Zeichnet diese Winkellinie im rechten Winkel, wie gesagt, nach unten. Auf der Rückenlängenlinie nun messt ihr 2 cm von euch aus gesehen nach links. Macht eine Markierung. Hier unten am Saum übertragt ihr diese 5 cm nach oben, quasi als Verlängerung von diesem hüfttiefen Punkt, und zeichnet euch nun die Seitennaht hier ein. Da könnt ihr schon die Seitennaht jetzt ganz leicht erkennen. Nun nehmt ihr von eurem errechneten Armlochdurchmesser, der, wie ihr hier sehen könnt, 1/8 der Oberweite plus 3 cm war. Davon nehmt ihr die Hälfte, also eine halbe AD, und zeichnet die von diesem Punkt, den wir ja gerade erst gemacht haben, nach innen rein. Das sind meistens so zwischen 7 und 8 cm. Markiert euch diesen und wiederum zeichnet ihr im rechten Winkel, und zwar diesmal eine Linie nach oben in Richtung Schulterhilfslinie. Und immer darauf achten, dass ihr wirklich im rechten Winkel seid. Lieber Breiten, was jetzt alles rechtwinklig ist, kann man auch gerne nochmal nachmessen, sowieso. Nun gehen wir zu unserer Taillenhilfslinie und messen ab dem eingezeichneten neuen Punkt, nämlich genau ab diesem, bis hier zur hinteren Mitte Bruch, die Strecke aus und halbieren sie genau, um auch hier jetzt wieder einen rechten Winkel zu zeichnen. Ab der oberen Weitehilfslinie bis runter zum Saum. Ab dem Saum nach oben machen wir eine Markierung bei 10 cm und auf der Taillenhilfslinie markieren wir beidseitig 1 cm und verbinden diese nun, indem wir einen Abnäher da rein zeichnen, indem wir ab der oberweiten Hilfslinie alle Punkte so verbinden, dass wir eben daraus einen Taillenabnäher gemacht haben. Den muss man später nicht unbedingt einarbeiten. Das kommt ja darauf an, wie locker, wie lose jemand das Hemd tragen möchte. Aber eine bessere Passform erhält es aufgrund dessen allemal. Wir machen nun am Halsloch weiter, indem wir den rechnenden Spiegel nehmen, in meinem Fall 8 cm, aber das wird bei euch sehr ähnlich sein, und machen uns eine Markierung bei 8 cm ab dieser Ecke. Und im rechten Winkel nach oben zeichnen wir 2 cm, machen einen Punkt und zeichnen nun das Halsloch aus. Beim Halsloch bitte darauf achten, dass ihr unbedingt in diesen ersten 2-3 cm hier schön flach bleibt. Wenn ihr kein gutes Lineal dafür habt, dann macht das bitte mit der Hand, dass ihr das beizeichnet, aber das sollte unbedingt hier im rechten Winkel bleiben. Nun gehen wir auf diese Armvortrittslinie, machen eine Markierung 1,5 cm nach unten und verbinden diesen Halslochpunkt mit diesem runtergesetzten Punkt und verlängern den nochmal um 1,5 cm. Hier wäre ich auf meinem Punkt und jetzt gehe ich nochmal 1,5 cm weiter und mache mir auch da eine Markierung. Nun benötigen wir das Rückenhöhenmaß, das wir ja errechnet hatten, nämlich bei mir waren es 26 cm. Davon nehme ich nun 1/4 und markiere bzw. messe mir 1/4 dieser errechneten Rückenhöhe und messe mir die nach oben. Mache mir wieder eine Markierung und benötige eine weitere Markierung, 1 cm von euch aus gesehen nach rechts markiert, von diesem Punkt an, und somit kann ich nun mein Armloch auszeichnen. Wir wissen ja, das ist ja schon unsere Seitennaht. Wir müssen jetzt über diesen neuen Punkt von der Seitennaht aus drauf gehen. Auch hier solltet ihr ein ganz kleines bisschen erst gerade sein. Das kann man dann noch beiziehen und wir zeichnen es komplett
fertig aus. Jetzt seht ihr schon das Armloch hier. Jetzt möchten wir noch eine Passe hier einarbeiten in den Rücken. Muss nicht sein, aber es ist schöner, weil wir nämlich hier noch mal etwas wegkneifen werden. Und das seht ihr jetzt auch gleich. Dazu messt ihr ab der oberen Kante 6 cm nach unten. Das ist so die ideale Höhe dafür. Könnt es auch ein bisschen tiefer machen. Das ist jetzt wieder Design- und Ansichtssache. Und im rechten Winkel, ich mache das mal lieber hier, da weiß ich, da kann ich das weiter und länger anlegen. Oder wenn ihr nicht wisst, wie ihr es anlegen sollt, könnt ihr natürlich genauso nochmal ab dem Punkt nach unten messen, denn das muss ja dann ganz genauso wieder das gleiche Maß sein. Und zeichnet das voll durch bis zu eurer Armlochlinie. Messt nun 1 cm nach unten und zeichnet das in einer leichten Rundung ungefähr ab 1/3, wenn man das jetzt dritteln würde, ungefähr ab 1/3 so da aus. Und das ist nun eure Passe mit hier dem, was wie als Abnäher dann wegfallen wird. Wir kommen zum Saum. Für eine bessere Passform ist es bei einem Hemd immer besser, wenn die Seitennähte etwas kürzer sind. Und genau das werden wir nämlich aufgrund dessen hiermit machen. Auch hier wieder fangen wir unbedingt erst gerade an, das zu zeichnen, bevor wir eine leichte Rundung hier nach unten machen und da wieder drauf kommen. Es ist da ganz schwierig, die richtigen Kurven zu finden. Eigentlich könnte man ein Lineal gebrauchen, das in 2 verschiedene Richtungen gewunden ist. Das habe ich aber nicht. Deshalb mache ich das einfach mal mit der Hand jetzt und zeichne mir das aus. Und auch hier versuche ich ein bisschen im rechten Winkel zu bleiben, denn da geht es auch wieder um die richtige Passform. Eigentlich sind wir da mit dem Rückteil schon komplett jetzt fertig, aber was wir nachher später benötigen, ist die Schulterbreite, also die Schulterlänge. Und die messt ihr euch jetzt bitte aus und könnt sie euch entweder auf euer Formblatt mit allen Größen und allen Maßen draufschreiben oder ihr schreibt es euch hier auf den Schnitt, nämlich genau an der Schnittkante entlang. Ich habe hier 15,2 als Schulterlänge, das schreibe ich mir hier dazu, denn ich brauche das nachher zum Übertragen auf den Rücken. Dazu verlängert ihr zuerst alle eure Hilfslinien, falls ihr die nicht lang genug gemacht habt. Oder vielleicht habt ihr sie ja auch schon so wie ich ziemlich lang gezeichnet, dann müsst ihr das natürlich nicht tun. Aber ich habe hier unten, der ist ein bisschen zu klein, die anderen sind jetzt alle lang genug. Ansonsten zeichnet ihr einfach nochmal nach. Nun nehmt ihr bitte genau das gleiche Maß, das ihr hier von der Rückenhöhe nach rechts gezeichnet hatten und zeichnet genau das gleiche Maß auf die andere Seite. Sollte das bei euch wie bei mir 29,5 sein, dann zeichnet ihr die 29,5 auch auf diese Seite. Und wir benötigen die nächste Winkellinie, nämlich genau diesen Punkt vollkommen von oben bis unten durchzuziehen, denn das ergibt unsere vordere Mitte. Nun erinnert euch, hier hatten wir als nächstes die Hälfte des Armdurchmessers anmarkiert gehabt und auch den nehmen wir nun hier wieder. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann messt nach da nochmal hin und genau das gleiche übertragen wir wieder nach hier. Ist eigentlich wie eine Spiegelung ein bisschen, was wir jetzt hier alles gemacht haben. Denn diesen Punkt im rechten Winkel, genau wie wir es hier gemacht haben, zeichnen wir den nach oben. Und auch im rechten Winkel können wir uns nun eine Hilfslinie machen. Von diesem Punkt, den wir gezeichnet hatten, sind alles nur Hilfslinien, aber es muss wieder alles im rechten Winkel sein. Aber macht euch ganz einfach da nur eine gestrichelte Linie, damit die euch nicht zu sehr stört bei der Weiterverarbeitung. Und somit kommen wir zum Halsloch vorne. Ihr nehmt das Spiegelmaß, ihr könnt euch daran erinnern, 8 cm waren das bei mir, kann bei euch minimal anders sein. Markiert es von euch aus gesehen nach links und bei der Armloch-Hilfslinie markiert ihr 3 cm nach unten. Schreibt euch das auf, das sind 3 cm hier. Hier waren es nämlich nur 1,5. Ihr erinnert euch, ich schreibe hier ruhig mal eine kleine 3 hin. Hier, das waren 1,5. Und ihr erinnert euch, wir haben gerade das Schultermaß genommen und dieses Schultermaß übertrage ich nun
von diesem Spiegelpunkt zu dem tiefer gesetzten Punkt hier auf der Armlochhilfslinie und markiert euch das Ende von dieser Schulterhilfslinie. Nun nehmen wir nochmal dieses Spiegelmaß von 8 cm und addieren 1 cm dazu und markieren also 9 cm in dem Fall an dieser vorderen Mitte. Es ist nicht die vordere Kante, es ist die vordere Mitte einmal nach unten und zeichnen uns zwischen diesen Punkten einen rechten Winkel, sprich damit wir hier so wie ein Rechteck erhalten. Ein Quadrat ist es ja nicht, weil wir haben ja hier 9 und hier 8 gemessen, aber wir brauchen eben dieses kleine rechteckige Feld, um jetzt unseren vorderen Halsausschnitt hier rein zu zeichnen. Auch hier unbedingt dran denken, bleibt hier ein ganzes Stück im rechten Winkel und bleibt auch hier ein ganzes Stück im rechten Winkel, bevor ihr da zu dieser Rundung kommt. Und auch da gilt wieder, wenn ihr nicht das richtige Lineal mit den richtigen Rundungen dafür habt, dann zeichnet es lieber mit der Hand ein und geht nochmal hinterher in kleinen Strichelschritten, bis ihr seht, ihr seid da bei einer schönen Form dieses Halsausschnittes. Jetzt möchten wir von unserer vorderen Mitte, die wir hier haben, unsere vordere Kante festlegen. Dafür messe ich 1,75 cm nach vorne, denn wir wissen ja, dass bei eigentlich allen Hemden nie ab der vorderen Mitte eine Naht gemacht wird, sondern dass da eigentlich schon immer etwas angestellt ist für den Über- und Untertritt. Und wenn ihr überlegt, 1,75 in der Breite, dann habe ich eine Überlappung insgesamt von beiden Teilen bei einem guten 3 cm und das passt dann absolut korrekt dahin. Und zeichnet die natürlich voll durch, beziehungsweise hätte es auch gereicht, wenn ich es bis hierhin gezeichnet hätte, denn das ist ja mein Halsring hier, das fällt ja so dann weg. Aber damit haben wir unsere vordere Kante eingezeichnet. Was dann eventuell an Blenden da verarbeitet wird, da habe ich ja schon gesagt, das mache ich in einem extra Video, in einem anderen Teil, weil sonst das Video ganz einfach hier viel zu lang wird, wie wir hier dran arbeiten. Denn ihr wisst, ich möchte euch auch Tipps zwischendurch geben bei gewissen Dingen, die mir ins Auge fallen oder wo ich denke, da könnten Probleme sein. Deshalb bin ich da schon immer ein bisschen länger dran an den Arbeiten, als es vielleicht bei anderen in YouTube auf den Kanälen der Fall ist. Und wie ihr euch schon denken könnt, können wir ja zuerst mal jetzt hier wieder unseren Saum einzeichnen. Das ist ja hier schon vorgegeben, denn vorne wollen wir wieder auf der gleichen Länge sein. Aber ungefähr auf der Mitte mache ich mir wieder eine Markierung, damit ich weiß, da muss mein Schwung ordentlich darüber gehen. Und auch da, weil ich ja hier auch kein Lineal dafür passend gefunden habe, zeichne ich mir das erst gestrichelt mit der Hand so ein bisschen ein, bevor ich dann sage, gut, das soll meine Linie für die Seitennaht werden. Und beim Ausschneiden kann ich das dann auch nochmal schön ausgleichen und verbessern, so wie ich es gerne haben möchte. Nun schauen wir auf die Seitennaht. Ihr könnt euch erinnern, hier hatten wir 2 cm für die Taille reingesetzt. Genau das machen wir hier und zeichnen die Taille ein, unsere fertige Taillenlinie. Nicht zu vergessen bei allen Schnitten, ich erwähne es jetzt schon mal zwischendurch, ist es natürlich so, dass wir, wenn wir das jetzt ausgeschnitten haben, nirgendwo irgendeine Nahtzugabe dran haben. Um das vordere Armloch jetzt auszuzeichnen, gehen wir ab dieser Hilfslinie, die wir haben, ungefähr einen halben Zentimeter rein, den wir rein versetzen. Und nun können wir ab der Seitennaht dieses Armloch hier komplett auszeichnen. Auch da wieder schaue ich erst, habe ich da überhaupt etwas, was mir gefällt von der Form her, oder muss ich es komplett mit der Hand auszeichnen. Da probiere ich ganz einfach rum. Hier, das muss relativ flach sein in dem Bereich, da darf nicht groß jetzt eine Biegung nach innen reingehen, aber so passt das schon. Und ansonsten zeichne ich es mir einfach mit der Hand komplett nach, gleiche das da ein bisschen aus, wenn es mir nicht gefällt. Denn das ist oftmals der Fall, dass ich dann denke, nee, die ist ja jetzt ganz blöd geworden, die Rundung, und dann muss man das ganz einfach ausgleichen. Das passiert nicht bei mir nur so, das wird bei euch passieren und das passiert auch bei jedem Designer.
Nun könnt ihr euch überlegen, ob ihr das so von dieser Passe lassen möchtet oder ob ihr ganz einfach sagt, nein, ich möchte ja, dass die Passe so ins Vorderteil ein bisschen reingeht. Dann ist das kein Problem. Dann nehmt ihr zum Beispiel hier 4 cm, markiert von der Schulter 4 cm nach unten, verbindet diese miteinander, markiert euch nun entweder mit Buchstaben oder mit Zahlen. Ich sage jetzt mal hier A und B, denn hier müsste das dann ausgeschnitten werden, um das zu drehen, um hier den Punkt A dran zu kleben und hier den Punkt B dran zu kleben. Und dann bekommt ihr diese große breite Passe, die nicht nur im Rücken, sondern auch in das Vorderteil dann hineingeht. Und das wird natürlich in einem geschnitten, deshalb müsst ihr euch das markieren, um es da aneinander zu legen, zu kleben, nachdem ihr das ausgeschnitten habt. Damit ist bereits das Vorderteil und der Rücken komplett gezeichnet. Aber ihr habt euch vielleicht gewundert, wieso fehlt bei einem dieser Berechnungen eine Zahl. Und zwar hier bei dem halben Armlochumfang. Ja, das hängt damit zusammen, dass ich das erst ausrechnen bzw. ausmessen kann, wenn ich den Schnitt so weit gemacht habe. Das heißt, ihr messt nun bitte genau an der Kante entlang, von Ecke zu Ecke, wie gesagt, alles ohne Nahtzugaben, aber diese Länge müsst ihr genau ausmessen, denn die benötigen wir, um den Ärmel zu zeichnen. Ich mache das mit meinem normalen Maßband und halbiere das dann, weil ich ja, wie gesagt, einen Maßstab von 1:2 hier habe, damit ihr das schön nachvollziehen könnt. Und ich habe mir das ganz genau jetzt nachgemessen und bin auf einen Armlochumfang gekommen von 56 cm. Und damit kommen wir daran, den Ärmel zu zeichnen. Und ihr werdet sehen, wenn ihr nun an den Ärmel kommt, simpler geht es absolut nicht. Wir beginnen wiederum mit einer Hilfslinie, nämlich einmal genau, wo der Ärmel im Bruch ist. Denn Hemdenärmel haben eigentlich kaum eine Form in der Kugel, deshalb sind sie auch ganz leicht einzunähen, aber das werdet ihr gleich selber sehen, zumal der Vorderärmel eigentlich komplett identisch ist mit dem Hinterärmel, außer dass wir natürlich dann den Schlitz darin haben. Also zeichnet euch bitte eine lange Linie für den Bruch auf dem Ärmel. Nicht zu vergessen, das zum Beispiel ist natürlich auch gleichzeitig der Fadenlauf, genauso wie Fadenlauf beim Vorderteil die vordere Kante ist und beim Rücken natürlich der hintere Mittebruch. Im rechten Winkel zeichnet ihr eine Linie nach rechts. Und ihr wisst, wir haben ja eben gerade gesagt, wir haben den Armlochdurchmesser uns ausgemessen. Diesen halbiert ihr und zeichnet 28 cm in meinem Fall, Entschuldigung, ich wiederhole mich ja trotzdem. Die Hälfte eures Armumfanges zeichnet ihr nach rechts, macht eine Markierung und nun drittelt ihr diese Strecke und macht euch genau auf allen Drittel wiederum eine Markierung. Geht nun zum Saum, messt nun an dieser langen Strecke eure Ärmellänge, die ihr gemessen habt, minus 5 cm. Das hängt damit zusammen, dass ja noch eine Manschette dran kommt. Macht euch diesen Punkt als Markierung und zeichnet ab dem Längenpunkt, den ihr markiert habt, nun eine halbe Manschette plus 2 cm für die Falten. Da könnt ihr natürlich wählen, bei 2 cm, das ist jetzt ein Hemd, das ist gedacht, dass man es leicht unter einem Sakko, unter einem Jackett tragen kann. Wenn aber jemand sagt, nee, ich trage ja sowieso kein Sakko, ich trage vielleicht eine Weste und möchte den Arm im Bündchenbereich ein bisschen weiter haben, könnt ihr ganz genauso da zum Beispiel 4 cm für die Falten berechnen, sprich, dass ihr pro Falte 2 cm dann habt. Also das könnt ihr hier verändern, wie ihr wollt, weil das ist jetzt ein engerer Ärmel im Manschettenbereich, der nur 2 kleine Falten hat von jeweils 1 cm. Und markiert diese Breite auch wieder nach rechts. Und jetzt haben wir hier 2 Punkte, die wir wunderschön miteinander verbinden können. Auf dieser neu gezeichneten Linie messen wir 7 cm nach unten, setzen wieder eine Markierung und verbinden diese beiden Punkte miteinander. Könnt ihr auch gestrichelt machen, die wir auch wieder
halbieren, diese Strecke. Auch das ist jetzt nur eine kleine Hilfslinie, denn nun zeichnen wir diese Hilfslinie ein wenig aus, indem wir unter diesen Strich etwas gehen und bei der Hälfte gehen wir über den Strich, um dann da genau wieder beilaufen zu lassen. Und das gibt unsere Form für den Ärmel. Wobei diese Rundungen nicht sehr stark sein dürfen. Das ist maximal 0,75 cm, die ihr drunter und drüber gehen solltet. Einen halben wäre vielleicht noch besser, aber 0,75, das geht auch noch. Und hier schön beilaufen lassen und schön immer alles abrunden. Kommen wir zum Saum. Da stellen wir nun an dieser Nahtlinie, denn das ist ja Bruch, haben wir gesagt, das ist Naht, stellen wir 1 cm an, verlängern die Linie ein wenig und zeichnen auch das jetzt aus mit einer leichten Rundung zu unserem neuen Punktchen. Nun benötigen wir natürlich einen Schlitz in dem Ärmel. Dafür gehen wir ab dieser Naht, die wir dann da haben werden, 6 cm nach links und zeichnen im rechten Winkel von dieser Bruchkante her 13 cm nach oben. Oder ihr könnt auch sagen, das ist ja auch ein rechter Winkel, den ihr da habt. Das könnt ihr jetzt entscheiden, ob ihr den zur Grundlage nehmt hier oder den unteren oder beide, um das Ganze auch noch schöner prüfen zu können. Und ich sagte von dem Punkt 13 cm nach oben, denn das gibt der Schlitz. Und nun müssen wir nur noch die Falten einzeichnen. Da geht ihr 2 cm in Richtung Bruch, also nicht zur Naht hin, obwohl man kann hier auch einen hinlegen, manchmal fällt der Ärmel dann noch besser. Das ist jetzt euch überlassen, ob ihr beidseitig, ich zeichne das jetzt ruhig mal so, ihr könnt also hier 2 cm rüber gehen und hier 2 cm rüber und dann jedes Mal 1 cm markieren, denn das gibt eure Falten. Und die werden dann grundsätzlich so gelegt, dass sie immer zum Schlitz hingelegt werden. Also wenn ihr beim Nähen seid, kommt dieser Knips auf den und dieser Knips kommt auf den. Immer Richtung Schlitz werden dann alle Falten gelegt. Ja, das Einzige, was jetzt heute hierbei noch fehlt, ist natürlich die Manschette. Das ist jetzt wieder ganz euch überlassen, aber wir haben ja vorhin 5 cm abgerechnet. Das heißt, zum Zeichnen der Manschette müsst ihr jetzt diese 26 cm Manschettenweite nehmen. Zeichnet euch ein Rechteck. Wie gesagt, denkt dran, keine Nahtzugaben sind hier dabei. Und wir zeichnen diese Hälfte der Manschette, weil ich weiß ja nicht, ob ihr das im Bruch schneiden werdet oder wie ihr das macht, auf 6 cm Breite. Wenn ihr die im Bruch haben wollt, dann schneidet ihr das hier bitte natürlich in der doppelten Breite an. Das wäre dann die doppelte Breite der Manschette. Aber wenn ihr sagt, ihr möchtet im unteren Bereich der Manschette zum Beispiel beidseitig eine Rundung machen, dann könnt ihr die natürlich nicht im Bruch zuschneiden. Dann könnt ihr nur das eine Teil zuschneiden und pro Manschette braucht ihr dann 2 Zuschnittteile davon, ist auch klar. Das wäre eine Möglichkeit, das zu machen. Man kann aber ganz genau sagen, nein, ich mache da schöne Ecken dran und kann wieder dann den Ideen freien Lauf lassen, was man eventuell mit der Manschette anstellen möchte. Ja, meine Lieben, ausschneiden ist klar. Ihr müsst diesen Ärmel so mit dem Bruch zuschneiden, auf ein neues Blatt Papier legen, das eventuell nur gleich im Bruch liegt, sodass ihr es, wenn es ausgeschnitten ist, nur aufklappen braucht und hier den Schlitz einzuschneiden. Ähnlich ist es beim Rücken, falls ihr den lieber als Ganzes habt, dann bitte auch im Bruch auf ein neues Blatt Papier gelegt, sodass ihr den als Ganzes zuschneiden könnt oder rausschneiden könnt. Und ansonsten schneidet ihr wirklich alles genau euren Formen nach und gebt dann die entsprechenden Nahtzugaben überall dran. Für Knipse, die ihr im Ärmel machen solltet, habe ich ein Video bereits in YouTube drin, wie man das ausmisst. Das könnt ihr euch gerne beiziehen, beziehungsweise ich kann das auch noch in der Infobox mit markieren. Sollte ich solche Versprechen mal vergessen, extra reinzuschreiben, erinnert mich dran, dann tue ich das noch. Ansonsten findet ihr das natürlich auch in meinen Playlists, entweder unter Schnitte oder Nähen ganz einfach, wo ihr alle Videos, die ich habe, immer findet.
Und wie gesagt, ich habe da bereits ein Video drin, in dem ihr genau eure Punkte für eure Ärmel bzw. Armlöcher festlegen könnt, weil es ja auch sehr, sehr oft bei gekauften Schnitten der Fall ist, dass da höchstens ein Knips überhaupt drin ist. Und dann sollte man sich das vielleicht, um sich die Näharbeit leichter zu machen, im Nachhinein noch rein markieren. Damit wäre das erste Video hier am Ende, meine Lieben, für die Schnitterstellung eines Herrenhemdes. Der zweite Teil, Verarbeitung für die vorderen Kanten, folgt schnellstens. Und der dritte Teil für die ganzen verschiedenen Kragenmöglichkeiten oder einigen verschiedenen Kragenmöglichkeiten, denn da gibt es ja so viel, alle kann ich dann auch nicht zeigen. Die folgen schnellstmöglich, beziehungsweise wie ich die Zeit finde, es für euch zu machen. Aber hier ist schon mal der erste Teil und ich sage, wer das machen möchte, macht euch an die Arbeit. Das ist wirklich nicht schwer, das bekommt jeder hin. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Und damit sage ich wieder einmal Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine gute Zeit bei guter Arbeit. Eure Lilo. Bis bald.